die Dinge passieren ja immer wieder. Und einfach mit so einem ganzen großen Bogen einfach eine neue Form, eine jetzige Form zu finden, das ist, was mich interessiert. Auf der einen Seite liegt Aserbaidschan und auf der anderen Seite Georgien. Es war reiner Zufall, dass ein Geologe, mit dem ich unterwegs war, mir sagen konnte, was das für Löcher sind im Felsen. Das hat mich sehr erstaunt. Und er erzählte, dass das Höhlen sind aus dem 7. Jahrhundert von Mönchen, also die ersten Mönche jedenfalls, die damals aus dem Byzantinischen Reich geflohen sind. Und als ich dann erfahren hatte, dass die eigentlich überhaupt nicht sichtbar sein wollten und durften, dann war das besonders spannend, weil diese Architekturen haben sich aus dem Inneren von dem Felsen gebildet. Also es gibt Steinbetten mit Steinkisten, es gibt die Gebetsställe, es gibt auch dort, wo die Toten begraben worden sind. Es hatte eine ganze Menge Lebendigkeit auch in dieser Dunkelheit. Und dann gibt es Fluchtwege, die zum Teil, die eigentlich in andere Höhlen gehen und zum Teil auch gesperrt werden können mit großen Steinen oder fast runden Felsen eigentlich, die dann dort davor gerollt worden sind. Das ist auch es hat auch so was Monumentales eigentlich, diese Öffnung aus dem Felsen nach draußen. Und da ist natürlich diese Wüste, Aserbaidschan, die ist ziemlich hell. Also da war es schwierig, diesen Kontrast irgendwie auszugleichen. Man musste, das erste Licht nutzen dafür. Morgens um 4 oder 5 spätestens. In dem Moment, wo das Licht richtig da rein donnerte, da konnte ich nichts machen. Das geht nur mit einem bestimmten Licht. Ein paar Meter Höhe muss man überwinden, um da reinzukommen. Also es war schon für mich gefährlich, aber ich hatte 2 Leute dabei, die also erst mal selber geguckt haben auf der Schulter von dem anderen, ist das was? Ja, hat es mehrere Räume? Und dann ist einer nach oben und hat dann mein Stativ hochgezogen, hat meine Kamera hochgezogen, bevor ich dann den mühsamen Kletterweg nach oben gehe. Das war eine schwierige Höhle, wo man von oben dann, von dem Kamm des Berges dann nach unten gehen konnte. Ich habe den Ausblick, glaube ich, hier. Das muss die gewesen sein. Die dann innen, das waren diese hier. Ja, das ist eigentlich auch eines meiner Abbildungen aus dieser Welt, weil das so wiederum vertraut ist. Zwar nicht, dass das Bett aus Stein ist, aber es ist so ein bisschen wohnlich gemacht. Ja, ich nehme an, dass da oben vielleicht Kerzen standen. Und das waren dann, Spuren aus dem 7. Jahrhundert. Und dann war das natürlich auch diese Veränderung, eigentlich wunderbar durch diese, das ist eine sehr bekannte und sehr starke Erdbebenzone. Und es gibt überall Risse. Aber auch eben durch diese Graffitis von den unterschiedlichsten Ländern, die damals eben alle zur Sowjetunion gehört haben. Weil das ein Manövergebiet war von den Russen. Die sind in diese Höhlen auch gegangen und haben dann überall ihre Graffitis hinterlassen. Es geht um die Vertikalität der Zeit. Diese Möglichkeit eben so wie Tausende von Jahren einfach so zu sehen und dem Ganzen so eine konzeptionelle Form zu geben. Das heißt eine heutige Form. Sie können auch sagen, es ist ein Bild. Ein Bild, was eben ganz unterschiedliche, Möglichkeiten hat. Dass man sich einen Teil rausnimmt oder dass man das Ganze in irgendwie auf sich nimmt oder welchen Weg man da reingeht, das möchte ich nicht vorschreiben. Also ich sehe das immer im Ganzen dann auch.